Bin dann in der Früh aufgewacht und ich konnte mein Bein nicht mehr bewegen. Bin in eine Lawine gekommen und ja, so nach 3 Wochen wurde das Bein dann amputiert. Ich glaube, aber wenn man sowas erlebt hat, dann ist man viel verrückter, viel offener fürs Leben. Solange du selbst hinter der Entscheidung stehst, kannst du auch einfacher, falls irgendwas passieren sollte, mit den Konsequenzen leben. Hi, ich bin die Anna und ich habe mich freiwillig amputieren lassen nach einer längeren Krankheitsgeschichte. Hi, ich bin Marian und bin beim Skifahren in eine Lawine gekommen, habe mich dabei schwer verletzt und deswegen musste mein Bein amputiert werden. Also mich würde erstmal deine Geschichte interessieren. Ich hatte vor fast 3 Jahren einen Skiunfall, bin in eine Lawine gekommen und habe mich dabei schwer verletzt. Wurde dann vom Heli abgeholt, ins Krankenhaus geflogen, lag dann ein paar Tage im Koma. Ja, so nach 3 Wochen wurde das Bein dann amputiert. Mit etwas, weiß nicht, Gnadenfrist konnte ich dann auch mich dann nicht anfreunden mit der Entscheidung, aber konnte ich die Entscheidung dann irgendwie schon auch akzeptieren, so, ja, dass das Bein nicht mehr retten kann, ja, und so kam's. Also ich hatte eine Kniespiegelung, eigentlich ja nichts Großes. Ich bin ins Krankenhaus, habe die machen lassen und dann hieß es, okay, in ein paar Stunden ist alles wieder gut. Natürlich muss es heilen, aber wir schauen halt einfach mal rein. Bin dann in der Früh aufgewacht und ich konnte mein Bein nicht mehr bewegen, also es war komplett steif. Wo es immer hieß, ja, das kann nicht sein, das ist irgendwie, das geht nicht. Aber es war so, ja, und hatte dann eine Infektion im Bein. Von der Spiegelung, oder? Von der Spiegelung. Ich hatte ganz viele Operationen, insgesamt über 30 Stück, hatte Blutvergiftungen, Organversagen, war monatelang eigentlich im Krankenhaus. In erster Linie war erstmal Überleben angesagt und dann fokussieren aufs Bein. Genau, so hat das quasi alles angefangen, bis ich dann auch irgendwann gesagt habe, ich möchte das Bein nicht mehr. Es war immer wieder im Gespräch von den Ärzten, aber ich habe gesagt, ihr habt's ja nicht mehr alle auf gut Deutsch. Also man will ja so eine Frage oder so eine Aussage will man nicht hören. Und man denkt sich immer, es ist so viel möglich und dann kriegt man so ein Bein schon wieder hin. Das war halt so meine Auffassung. Ich habe dann immer gesagt, wenn ich so eine Entscheidung treffen muss, dann nicht, weil mir das irgendjemand sagt, sondern wenn ich das möchte und bereit bin. Also also auch psychisch, ne? Weil ich möchte nicht irgendwie deswegen in ein Loch fallen, was ja oftmals so ist, weil dein Leben sich von heute auf morgen natürlich schlagartig ändert. Ja, und dann habe ich mich irgendwann nach Jahren dazu entschieden, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist der Moment, ich bin bereit, ich informiere mich, ich gehe von Arzt zu Arzt und wenn ich ein sicheres Gefühl habe und wirklich von mir aus sage, okay, ich habe alles probiert, ich habe das und das gemacht, die OP und was weiß ich, Physiotherapie, was halt alles gibt und ich sage, okay, jetzt bin ich bereit, dann mache ich das. Und wie bewertest du die Entscheidung rückblickend? Sehr gut. Sehr gut, Ja, war gute Entscheidung. Hast du wieder mehr Lebensfreude oder mehr Lebenskomfort jetzt oder weniger Schmerzen wahrscheinlich? Oder? Ja, beides. Also natürlich, man hat Phantomschmerzen, die habe ich immer noch ein bisschen. Aber so grundsätzlich, ich liebe einfach mein Leben. Ich habe auch die Prothese bekommen, ich bin direkt losgelaufen. Als wäre es nie anders gewesen. Also du hast ja erzählt, bei dir waren es nur insgesamt 3 Wochen nach dem Unfall. Wie war das für dich auch seelisch? Ja, also war so ein Prozess, würde ich sagen. Am Anfang war ich noch optimistisch, irgendwie positiv gestimmt, aber die Ärzte waren dann schon auch relativ zurückhaltend, konnten meinen Optimismus jetzt nicht so bestätigen. Ja, es war dann halt auch einfach eine sehr schwere Zeit. Erstmal war es nur so ein Abwarten und das hat sich halt schrecklich angefühlt, ja, weil wenn man irgendwie, du kennst es ja auch, die ganze Zeit nur im Krankenhaus rumliegt und sich zu Tode langweilt und dann auch einfach ein bisschen natürlich in so eine negative Stimmungslage reinkommt. Da war es dann irgendwann allen Ärzten klar und dann haben sie gesagt, ja, also Herr Veit, so leid es uns tut, da führt kein Weg dran vorbei. Wir könnten Ihnen das Bein dran lassen, aber innerhalb von einem Jahr müssten wir es versteifen und Sie sind mit einer Prothese viel mobiler und besser dran. Und ja, dann habe ich natürlich mit meiner Familie drüber gesprochen, mit meiner damaligen Freundin. Und es war dann auch so ein Meilenstein, ja, auf dem Weg hin zur Heilung. Ja, als dann die Amputation war der Fixateur draußen. Dann wurde ein paar Wochen später die beiden Kreuzbänder und das Außenband auf der linken Seite operiert. Und dann konnte ich irgendwann mal wieder mich ein bisschen aufsetzen. Dann irgendwann zum ersten Mal wieder in den Rollstuhl, wieder eben im Krankenhaus ein bisschen rumfahren und so, ein bisschen an die frische Luft. Ja. Man schätzt diese Sachen so sehr, absolut, oder? Ja. Dementsprechend fiel es mir nicht so schwer eigentlich, ja. Also ich habe es irgendwie so die Notwendigkeit selbst eingesehen. Hast du dann nach der Amputation manchmal trotzdem zurückgeblickt?
Also dich verglichen mit der Person, die du vielleicht vor ein paar Tagen warst? Ja, sicherlich, ja. Aber ich habe versucht, immer das eigentlich so in 2 Phasen zu trennen, ja. Man muss es ja irgendwie schon auch, das sind halt einfach Äpfel und Birnen, ja. Man kann es nicht miteinander vergleichen. Ich versuche eigentlich eher das so in einer guten Erinnerung, so als schöne Erinnerung zu behalten. Und meine Einstellung, wenn man zu sehr auch in der Vergangenheit verharrt, dann macht es einem das eigentlich eher schwerer. Und ich sehe es so als Neuanfang und glaube eigentlich ganz gut. Weiß nicht, wie ist das bei dir? Ich konnte mich richtig gut verabschieden, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben eine kleine Feier geschmissen. Mhm. Meine Familie war da, mein Partner, meine Freundin und wir haben mein Bein nochmal eingegipst. Es sind einige Tränen geflossen, aber wir haben irgendwie alle positiv nach vorne sehen können. Für meine Eltern war es ganz schlimm, weil die mich auch immer als Sportliche gesehen haben und immer, also ich konnte immer nicht laufen, also ich konnte laufen, aber ich habe eher Räder geschlagen und Saltos gemacht, wie zu laufen. Und für die war das dann ganz schlimm, weil ich das natürlich auch mit aufgegeben habe, ne? Und natürlich wünscht man sich das als Eltern halt immer anders. Immer noch machen, oder? Jetzt kann ich es wieder. Ja, aber in dem Moment weiß er natürlich nicht, was ist in der Zukunft. Nee, aber ich war sehr dankbar, dass ich eine Feier schmeißen konnte. Klingt blöd, eigentlich so eine Abschiedsfeier zu machen, aber das war, glaube ich, das Beste, was ich hätte machen können. Da kannst du all die Dinge wieder machen, die du dir vorgenommen hast zu machen. Also mehr, wie ich dachte tatsächlich. Also ich kann eigentlich alles wieder. Nur natürlich das Tanzen fehlt mir schon sehr, aber das kann auch noch werden. Aber so richtig Standard oder einfach irgendwie so in den Club gehen oder so? Ich war Tanzmariechen. Okay. Im Karnevalsverein. Und das kannst du natürlich, glaube ich, nicht machen, ne? Aber vielleicht gibt es irgendwas anderes in der Richtung, was dann geht und was mir gefällt. Aber so Tanzen ist noch so ein Step, das würde ich gern wieder machen. Aber alles andere geht wieder. Und bei dir? Ja, ich würde sagen fast alles. Also ich habe jetzt letzten Winter mit Snowboarden angefangen. Oh, das will ich auch machen. Ja, also es geht gut, ja, kann ich nur empfehlen. Okay. Kann ich dir nur empfehlen, ja. Skate wieder so ein bisschen, ist halt anders, ja, also gerade beim Skaten merke ich einen riesen Unterschied, ja, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Davor habe ich halt Kickflips, keine Ahnung, Tricks gemacht, ja, und leider geht es halt gar nicht mehr, ja. Aber ich genieße es trotzdem auch einfach nur so ein bisschen in der Stadt lang zu pushen oder irgendwo einen kleinen Hügel runterzufahren. Das ist einfach so ein Gefühl von Freiheit. Und es bewiesen zu haben oder es mir selbst bewiesen zu haben, dass es geht. Ja. Alle sagen immer in meinem Umfeld so, du hast so nicht mehr alle Gefühle, weil ich merke dann irgendwie, es funktioniert und dann will ich gleich Vollgas geben. Ja. Und dann stehen immer alle so da, so nicht normal. Und ich denke mir so, ja, mein Leben aber man ist muss, wieder da. ich finde, man muss da irgendwie, also so geht's mir. So, ich kann es als Einziger beurteilen, wie es ist, was möglich ist, was ich mir zutraue, womit ich mich wohlfühle. Ich glaube, solange du selbst hinter der Entscheidung stehst, kannst du auch einfacher, falls irgendwas passieren sollte, mit den Konsequenzen leben, glaube ich. Ich glaube, aber wenn man sowas erlebt hat, dann ist man viel verrückter, viel offener fürs Leben, glaube ich. Nicht mehr so, ich traue mich nicht, sondern ich mache halt einfach. Auf jeden Fall, ja, also ich glaube schon. Davor habe ich Gesundheit immer so als selbstverständlich hingenommen und danach ist so die Einstellung verändert sich einfach dann, ne? Und dieses Gefühl, was ich aber jetzt zum Beispiel, wenn ich skate oder wenn ich snowboarde oder sonst was, wenn ich irgendwas Cooles mache, was mir Spaß macht, das ich bekomme, ist auch nochmal fast intensiver, würde ich sagen, weil wenn einem so diese Hobbys, diese Leidenschaften genommen wurden und wenn man die sich dann erst zurückerobern muss, dann fühlt es sich eigentlich umso schöner an. Das war bei mir mit Einradfahren. Ich war in der Reha und eigentlich lernt man da ja laufen und solche Sachen. Aber ich war irgendwie so euphorisch, dass ich gesagt habe, ich würde jetzt so gern Einrad fahren. Dann hat wirklich ein Therapeut ein Einrad mitgenommen von seiner Tochter. Dann sind wir dort Einrad gefahren und ich dachte mir so, krass, einfach, das hätte ich nie wieder machen können, wenn ich die Amputation nicht gemacht hätte mit dem steifen Bein. Und ich kann einfach alles wieder. Und das sind so Sachen, jeden Tag merke ich, wie schön das Leben eigentlich ist. Das ist Wahnsinn. Also allgemein Wille ist ja ein sehr großer Punkt, weil man braucht Willenskraft, man braucht Stärke, man braucht den Mut, auch durch solche Zeiten zu gehen. Aber man kann jetzt nicht sagen, okay, konzentrier dich und danach ist alles wieder gut. Ja, das ist halt nicht die Realität. Eine notwendige Voraussetzung, aber es müssen halt auch noch andere Voraussetzungen vorliegen, ja, dass man mit seinem Willen dann auch an sein Ziel
kommt. Ich würde sagen, der entscheidende Faktor schon dabei ist, von so einem traumatischen Erlebnis irgendwie sich zurückzukämpfen, habe ich schon für mich festgestellt, dass alles hier oben im Kopf anfängt. Ja. Der Körper ist auch wichtig, aber noch wichtiger ist der Kopf. Ja, zu 1000%. Ich weiß, es gibt ja verschiedene Typen. Manche Leute oder manche Prothesen, wie ich zum Beispiel, ich mache meine Hosen eigentlich immer runter, ja. Aber zeigst du deine Prothese immer? Ja, okay. Warum, wenn ich fragen darf? Weil ich finde, dass eine Prothese, allgemein Hilfsmittel, kein Tabuthema sein sollten. Und ich einfach gemerkt habe, dass wenn ich offen bin, andere es auch sind. Mhm. Und sowohl bei Kindern als auch selber Betroffene, die sich jetzt mittlerweile trauen, ihre Prothese zu zeigen oder ihre Hilfsmittel zu zeigen. Und auch für mich ist es irgendwie so eine Befreiung gewesen, nach der Amputation auf die Straße zu gehen und mich so zu zeigen, wie ich bin. Weil das alle haben mal geguckt und dann ist aber auch gut. So, ja. Und wie lange hat's gebraucht, bis du das komplett annehmen konntest? Direkt, oder? 3 Monate oder sowas nach dem Unfall. So der Unfall war Anfang April und ich glaube so Mai oder Juni konnte ich dann zum ersten Mal wieder aufstehen. In der Zeit, wo ich dann die erste Prothese bekommen habe, wo ich zum ersten Mal wieder Fahrrad gefahren bin. Das sind ja schon so Phasen irgendwie, ja, aber dann war so die erste, so die Akutphase war damit abgeschlossen, würde ich sagen. Ja, wenn man dann halt, ja, so wie wenn du einen Gips hast oder so, der wird abgenommen und du kannst wieder dann Körperteil bewegen und so ähnlich war es ja letzten Endes, oder ist es ja mit der Prothese für mich auch gewesen. Mhm. Also vielleicht so 3-4 Monate habe ich gebraucht, würde ich sagen. Und du? Also ich konnte es direkt annehmen, weil ich auch gemerkt habe, als ich die Prothese bekommen habe, also es hat sich wirklich so angefühlt, als würde ich mein Leben lang mit einer Prothese gehen. Mhm. Und da war ich selber so überrascht. Aber ich glaube, es lag einfach daran, ich hatte ein steifes Bein, ich habe meinen Fuß nicht gespürt. Und jetzt spüre ich ihn auch nicht. Mhm. Und es war irgendwie so gleich. Würdest du sagen, also du kannst jetzt besser laufen schon, oder? Als vorher mit dem steifen Bein? Ne? Ja, alles, auch die ganze Lebensqualität, Sitzen, Fliegen, alles. Dann davor kannst du dein Bein nicht mehr richtig beugen? Dann, nee, es war immer so. Ach krass, okay. Ja. Also du hast ja schon gesagt, dass du so ein bisschen Phantomschmerzen hast. Bei mir ist es eher so ein Phantomgefühl, glaube ich. Ja. Das habe ich auch. Ja. Immer so. So ein Kribbeln eigentlich. Ja. So es ist auch weird, weil die Ärzte bei der Amputation haben die Nerven, also die haben quasi zuerst am Sprunggelenk den Fuß amputiert. Mhm. Und dann haben sie die Nerven, die durch den Unterschenkel gingen, haben sie verbunden und hier irgendwo oben hingelegt. Mhm. Das heißt, ich habe Phantomschmerzen eigentlich nur im Fuß, ja, weil die Nerven von meiner Wade, weiß nicht, wie das bei dir ist, sind noch da. Deswegen spüre ich dann immer nur so ein Kribbeln im Fuß. Genau, ja, das ist echt ziemlich abgefahren, aber... Also ich habe es tatsächlich auch nur im Fuß. Naja. Ne? Aber dann auch so, ich weiß nicht, wie es will, aber du kannst alles beschreiben. Du kannst beschreiben, wenn der kleiner Zeh juckt, deine Fußsohle wehtut. Du kannst alles so haargenau beschreiben. Ja. Ist ja auch ein echtes Gefühl, ja. Also ist ja nicht so, dass man sich da nur was einbildet. Es sind ja tatsächlich Signale, die dein Hirn irgendwie verarbeitet. Ja. Wie äußert sich bei dir das Gefühl oder Schmerzen? Wenn ich skaten gehe, dann muss ich halt oft abspringen. Ne? Dann habe ich immer so diesen stumpfen Aufprall unten an der Kondyle. Danach spüre ich dann einfach so, wie es so ausstrahlt. Wenn ich da zum Beispiel dann auch normal laufe, dann habe ich so ein Kribbeln, das dann so von hier aus irgendwie runterzieht. Mhm. Ganz selten habe ich so einen stechenden Schmerz. Am Anfang war es deutlich mehr. Hast du irgendwas dafür gemacht? Ich habe sämtliches Zeug dafür gemacht, weil ich dachte, Alufolie genommen, aber Alufolie. Ansonsten, ich habe halt am Anfang im Krankenhaus diese Ergotherapie-Sachen gemacht, diese App, wo man sich die Zehen anschaut und so, ja, aber... So Spiegeltherapie. Ja, genau. Aber ansonsten hat es bei mir zum Glück von alleine aufgehört. Du bist ja Influencerin, oder? Machst du das hauptberuflich? Ja. Ja, okay. Und wie ist das so? Also wie kam es dazu? Durch meine Geschichte. Ja. Ich habe ein Video hochgeladen und das ging dann durch die Decke und ich dachte niemals, dass es irgendwie jemanden interessiert. Und dann waren plötzlich von heute auf morgen Menschen da, die Interesse an deinem Leben hatten. Mhm. Und ich wusste jetzt, okay, ich kann aus was Negativem was Schönes machen, nämlich noch andere motivieren. Mhm. Und egal, ob sie jetzt amputiert sind, irgendein Schicksal haben oder einfach mal einen schlechten Tag hatten. Und seitdem mache ich das, ist eher so, ja, mein Herzensprojekt, sagen wir es mal, mein Tagebuch. Es war mein Tagebuch, ist immer noch mein Tagebuch und daraus wurde noch was viel Besseres. Ja. Was hast du denn gemacht, bevor du Influencerin warst? Krankenschwester. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet. Tatsächlich auf einer Endoprothetik, also auch mit Keimen und ähnliches. Das war, am Ende wurde ich sogar auf der Station amputiert. Ah, echt? Von deinen Kollegen, oder? Ja. Dieser Arzt in dem Krankenhaus war wirklich
mein Lebensretter auf gut Deutsch. Ich bin ihm so dankbar, dass er gesehen hat, oder nicht so wie andere Ärzte, die gesagt haben, du bist jung, du bist hübsch, dann machen wir das nicht. Es war immer die Aussage, nein, du bist so hübsch, nein, wir das nicht. Okay. Und ich so, ach so. Das hat mir nie jemand gesagt. Und ich so, ja, aber weil ich jung bin oder in den ihren Augen vielleicht nicht schlecht aussehe, darf ich mein Leben nicht zurückhaben. Also das hat bei mir hat irgendwie nicht zusammengepasst. Aber das war halt immer die Aussage. Und der Arzt hat einfach gesagt, ich erkenne das Problem. Ich möchte, dass du das von dir aus sagst. Ich möchte jetzt dir nichts empfehlen. Aber wenn du am nächsten Tag mich anrufst und sagst, ich möchte die Amputation, dann mache ich's. Aber hast du mal drüber nachgedacht, wieder als Krankenschwester zu arbeiten? Oder ging das nicht? Oder geht es nicht? Also es ist schon mein größtes Ziel, wieder in die Pflege zu gehen. Vor allem jetzt, wo du sowas erlebt hast, bist du, glaube ich, noch eine bessere Krankenschwester, weil du einfach noch mehr mitführen kannst mit solchen Schicksalsschlägen. Aber man muss natürlich gucken, wie es geht. Ob es direkt am Patienten geht zum Beispiel, weil ich kann nicht rennen, wenn irgendein Notfall ist. Ausfallschritt, schwierig, wenn du jemanden lagern musst. Also es sind schon ein paar Punkte, wo man sagt, geht's rechtlich direkt am Patienten. Aber ansonsten würde ich es gern auf jeden Fall mal probieren, weil das war immer mein Traumberuf und ich würde es auch gern wieder machen. Wie war dein Leben vor dem Unfall? So, was hast du beruflich gemacht, allgemein? Also das Gleiche, was ich auch jetzt mache. Ich bin Anwalt, habe Jura studiert, war vor dem Unfall habe ich in der Kanzlei gearbeitet und habe dann insgesamt 1 Jahr ausgesetzt und nach einem Jahr wieder dort angefangen. Und da bin ich immer noch. Aber ich sitze halt hauptsächlich am Schreibtisch rum, Bürojob, also da stört mich meine Prothese oder schränkt mich die Amputation jetzt eigentlich nicht ein. Das ist schön. Ja. Es gibt viele Vorurteile über Menschen mit Behinderung. Aber welche Vorurteile gibt es über Menschen ohne Behinderung? Gute Frage. Ich würde da schon früher ansetzen, vielleicht sogar. Ja, was ist eine Behinderung? Ja, also jeder Mensch hat ja irgendwie Beeinträchtigungen. Ob man die jetzt sieht, ob die sich körperlich ausdrücken oder irgendwie mental ausdrücken, finde ich, die Grenzen sind fließend. Nobody's perfect. Ja. Was antwortet ihr, wenn euch wildfremde Menschen einfach ansprechen und fragen, warum euch ein Körperteil fehlt? Meistens die Wahrheit. Ja. Also meistens sage ich hatte einen Unfall, schwere Verletzung, das Bein musste ab. Kurz und knackig, ja. Aber kommt auch immer ein bisschen drauf an. Wenn die Leute aufdringlich oder unangenehm sind oder sowas, dann gebe ich ihnen nochmal eine blöde Antwort. Dann sage ich, ja, keine Ahnung, Hai-Attacke oder sonst irgendwas. Da kann man ja sich viele Geschichten auch ausdenken. Es kommt immer darauf an, wer mich anspricht oder ob es auch Kinder sind. Bei Kindern sage ich meistens, mein Bein war krank. Kommt natürlich darauf an, wie alt. Und dann sage ich immer, mein Bein war krank und jetzt habe ich ein Roboterbein. Und das ist immer ganz süß. Welche Aussage von Menschen ohne Behinderung könnt ihr nicht mehr hören? Ja, wir sehen dich dann bei den Paralympics. Das sage ich so oft. Auch selbst wenn ich mir das gut vorstellen kann, das dann immer so von außen so gebetsmühlenartig irgendwie vorgesetzt oder vorgeschlagen zu bekommen, das nervt manchmal ein bisschen. Ja. Ich glaube, alle Amputierten sollen bei den Paralympics mitmachen. Ich glaube, das ist so ihr Statement dafür. Aber ich höre viele Sätze, die mich nerven tatsächlich. So, du bist langsam. Wenn ich eine lange Hose anhabe, man sieht gar nicht, dass du eine Behinderung hast. Viele, viele Sachen. Ja, das ist schon, ja, stimmt. Ja. So, wenn du deinen Behindertenausweis zeigst und dann, was haben sie denn? So, wenn man sich dann so dafür rechtfertigen muss. Irgendwie. Ja. Also ich hatte das zum Glück nicht häufig, aber... Oh, das habe ich sehr oft. Oh. Was sagt ihr Kindern, die neugierig sind und mehr über euch wissen wollen? Ich verschönere das ein bisschen. Und zum Beispiel, ich war einmal auf dem Spielplatz, da war es so zum Balancieren eher, auch für Erwachsene. Und da waren dann so Kinder, dann diese, du bist doch alt, was machst du hier? Und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich trainiere, ich muss ein bisschen üben. Und dann waren die so richtig, Roboterbein. Und dann haben die durch den ganzen Spielplatz gerufen, Mama, die hat einen Roboterbein, schau an. Und so, das war so süß. Also die Reaktionen von Kindern sind die schönsten, finde ich. Letzte Frage. Seid ihr noch im Besitz eures fehlenden Körperteils, wenn ihr träumt? Es kommt bei mir drauf an. Also manchmal habe ich Träume, in denen ich quasi noch der Vorunfall Marian bin, der Beidbeinige. So, in manchen Träumen fehlt mir aber auch das Bein. Also. Ich glaube, bei mir sind es tatsächlich immer mit 2 Beinen. Immer? Aber immer. Aber ich träume dann auch so ganz komische Sachen. So, dass ich irgendwie renne, aber nicht aufhören kann zu rennen. Also ich will stehen bleiben, aber es geht nicht. Irgendwie dieses Rennen verfolgt mich so. Aber das ist irgendwie so,
ich habe immer 2 Beine, aber ich renne und kann nicht aufhören. Das träume ich ganz oft.